einem Iglu wird es bis zu 5 Grad warm, während draußen die Temperaturen unter minus 40 Grad fallen. Der Schnee schützt sie vor dem Erfrieren. Der Schnee in der Stadt ist kalt. Großvater hat an der Ostfront gekämpft. Sein Trupp hatte sich in einem Hochhaus verschanzt. Es gab weder Fenster noch Türen, nur grauen Beton. Vor ihnen lagen Scharfschützen. Der Kontakt zu ihrem Stützpunkt war unterbrochen. Stunden und Tage saßen sie fest. Stillstand, verloren im Schnee. Abends saßen die Männer um ein Feuer, erzählten von zu Hause und rauchten. Doch der Tabakvorrat ging langsam aber stetig zur Neige. Niemand verlor ein Wort darüber, doch das Nichtstun fraß die Männer auf. Sie fingen an, die Reste aus den aufgerauchten Zigaretten zu bröseln. Systematisch durchkämmten sie das Haus nach alten Stummeln. Es war zu dunkel, um etwas zu erkennen, als der Schuss fiel. Erst am nächsten Morgen sah man eine Silhouette auf der Straße, kaum 10 Meter vor der Tür. Es war Soldat Steiger, der da im Schnee lag. Neben ihm verstreut die Zigarettenstummeln. Ich habe Großvater immer darum beneidet, Teil einer Einheit zu sein. Ich lebe in der Zeit der Einzelkämpfer und Wunderkinder. Jeder um dich herum ist ein Genie und die Aufgabe besteht darin, deins zu finden. Die Menschen auf der Straße sind daran zerbrochen. Aber ich bin nicht so wie sie. Ich bin kein Verlierer. Mein Manuskript wurde angenommen. Meine Geschichte. Meine. Die Leute werden mein Buch kaufen. Ich bin nicht so wie sie. Es ist kalt. Die Heizung funktioniert nicht. Aber es ist trocken. Meine Gedanken werden klarer. Ich sehe es deutlich vor mir. Der Zug steht seit einer halben Stunde still. Mitten im Schwarzwald. Die Frühlingssonne fällt warm durch die riesigen Baumstämme. Der Motor ist aus. Clara sitzt mir gegenüber. Sie drückt ihren Kopf gegen die Scheibe, um nach vorne zu sehen. Sie wird geblendet und blinzelt. Erzähl mir eine Geschichte, sagt sie. Ich schmunzle. Ich erzähle ihr die Geschichte von dem Jungen, der nicht lachen konnte. Sie hört mir zu. Ihre grünen Augen folgen den Bewegungen meiner Lippen. Es gibt nicht viele Menschen, die wirklich zuhören können. Clara hört mir zu. Als die Geschichte zu Ende ist, herrscht für einen Moment fast vollkommene Stille. Ich höre mich selbst atmen. Und, wie geht es weiter? Ich sehe Clara verdutzt an. Wie meinst du das? Die Geschichte ist zu Ende, sage ich ihr. Aber für Clara ist die Geschichte nicht zu Ende. Sie akzeptiert es nicht. Sie schreit mich an, fragt, was mir einfällt, einfach aufzuhören. Es geht nicht weiter!
Serdeč Nivitame steht auf dem Plakat, das an der Tür hängt. Ich bin 11 Jahre alt. 16 Schachbretter auf 16 Schulbänken stehen in einem Halbkreis angeordnet im Klassenzimmer. Ich sitze am 4. Tisch von rechts. Herr Hochkamp beugt sich zu Michael und mir vor. Enttäuscht mich nicht. In diesem Moment hört man ein lautes Räuspern. Ein großer, dünner Mann steht in der Tür. Stanislav Toczek, 5-maliger polnischer Meister, 3. bei der letzten Schachweltmeisterschaft. Er lacht nicht. Meine Augen sind bei Lena Brunner. Als sie bemerkt, dass ich sie anstarre, schaue ich ganz schnell weg. Dann ticken die Uhren. Stanislav spielt gegen uns alle gleichzeitig. Er geht von Tisch zu Tisch. Er lässt mir kaum Zeit. Ich spiele aggressiv, versuche möglichst viele seiner Figuren zu schlagen. Nach 2 Minuten ist Nadine die Erste, die verliert. Schon 2 Minuten später ist auch Michael schachmatt. Verzweifelt schaut er zu Herrn Hochkamp, doch sein Blick wird nicht erwidert. Die Minuten verstreichen. Mit mir ist nur noch Nils im Spiel. Alle Augen sind nun auf uns gerichtet. Herr Hochkamp geht mit verschränkten Armen hinter uns auf und ab. Ich schlage Stanislavs Bauern. Nils verliert seinen Turm. Schach, Schach, Schach. Stanislav setzt uns beide unter Druck. Schach. Sein Turm bedroht meinen König. Ein Fehler. Mein Läufer schlägt seinen Turm. Remis, sag ich leise. Um mich herum bleibt alles stehen. Herr Hochkamp blinzelt nicht. Nils hält seinen König in der Luft. Stanislav dreht sich zu mir. Er beugt sich nach vorne. Seine Augen springen über das Schachfeld. Nach einer Ewigkeit stellt er sich wieder gerade hin und sagt mit einer tiefen Stimme: Remis. Er dreht sich um und geht. Herr Hochkamp eilt ihm nach. Endlich wird die Stille gebrochen. Alle jubeln mir zu, klopfen mir auf die Schulter. Lena lächelt mich an. Michael gibt mir seine Hand und gratuliert mir. Er ist eifersüchtig. Plötzlich stürmt Herr Hochkamp zwischen die Menge. Sein Gesicht ist ganz rot. Wie kannst du es wagen? Herr Hochkamps Stimme überschlägt sich. Er nimmt meinen Läufer und hält ihn mir vors Gesicht. Du hast betrogen! Du hast den Läufer verschoben! Stanislav steht hinten in der Ecke und beobachtet uns. Niemand traut sich, etwas zu sagen. Niemand hat sich je getraut, etwas zu sagen. Ich war nie in irgendetwas der Beste. Mein Name stand nie ganz oben in der Rangliste beim Sport. Ich habe nie einen Wettbewerb gewonnen. Ich habe nie einen Schachmeister-Remis gesetzt. Aber ich bin nicht so wie Sie. Mein Manuskript wurde angenommen.